der Sarge und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren der Sarge unterwegs. Wir sind hier im Arboretum Burgholz in Wuppertal und das soll so ähnlich sein wie die Sequoia Farm in Nettetal. Also Mammutbäume oder altes Gehölz. Schauen wir mal, wie es so ist. Bisher habe ich mich schon einmal fast verlaufen. In diesem Sinne, los geht's. Wir müssen den roten Pfeilen folgen. Da gibt es dann am Rand immer so Schilder und da kann man gucken, was das ist. Das hier ist eine Küstensequoia, ein Redwood. Kann man auch, oh die Sonne, kann man auch am Holzstamm erkennen. Ah ja, und da müssen wir rechts in den Wald. Schauen wir mal. Ich glaube, ich sage zu oft, schauen wir mal. Weihrauchzypresse. Ja, ach so, der da. Da in der Mitte. Weiß ich, warte mal. Der. Dann sind hier immer solche Dinger mit einer Zahl drauf, die man jetzt hier nicht mehr erkennen kann, aber das ist die 1, glaube ich. Da fehlt mir aber jetzt das Info zu, die Infos zu. Na, hier gibt es dann wieder einen. Steht eine 2 drauf. Dann müsste man jetzt hier so einen Plan haben, dann wüsste man, was es damit auf sich hat. Ja, der Weg ist hier an der Stelle schlecht zu erkennen. Ups. Ich laufe jetzt einfach mal, so wie es ausschaut, könnte das der Weg sein. Kaum losgegangen, stehen wir schon vor dem Problem, wo gehen wir eigentlich lang? Also es muss das rote Zeichen sein. Am Baum ist was markiert. Da gibt's was. Und da gibt's auch was, aber kein rotes Zeichen. Dafür sehe ich da hinten so kleine Äste, also Stämme, wo eine Nummer oder eine Erklärung dran sein könnte. Probieren wir das doch einfach mal aus. Ah, da vorne ist noch so ein Pfahl. Okay, das könnte richtig sein. Eine 3. Puh. Ohne einen Führer oder sowas sagt einem sowas natürlich gar nichts. Aber da vorne ist ein Weg und ich glaube, ich sehe einen roten Pfeil. Jawohl. Rot ist der Mammutbaumweg, Sequoia. Also, da lang.
Da bist du die ganze Zeit alleine und plötzlich tauchen Leute auf. Als wenn die wüssten, hier läuft einer mit einer Kamera rum. So, da sind wieder rote Pfeile. Also sind wir hier richtig. Da ist wieder ein Pfeil nach links. Und da vorne, da hinten, da wird Sonne scheinen. Naja gut, warten wir mal ab. Die Sequoia Farm in Nettetal, die ihr euch hier anschauen könnt, war ja ein privater Park, den Privatleute angelegt haben und der nach deren Tod in den Besitz der Stadt übergegangen sind. Und die haben halt damals Mammutbäume gepflanzt. Teilweise sehr beeindruckend. Ist aber auch sonst ein schöner Park zum Spazierengehen. Und wenn man möchte, kann man noch eine Spende geben. Hier ist das ein bisschen anders. Hier wurden einfach verschiedene Pflanzen... Na, weg hier. Psst. Ja, gibt's das? Freches Biest, hängt mir vor der Nase rum. So, hier wurden einfach verschiedene Pflanzen aus verschiedenen Gegenden der Welt angepflanzt. Und daraus ist dann dieser Weg entstanden. Und da sind wir jetzt drauf. Ich habe den kleinen gewählt, nämlich den Sequoia-Weg oder Mammutbaumweg. Und schauen wir mal, wie der so ist. Bisher ganz nett. Ich bin aber auch viel zu spät losgekommen. Da ist wieder der Pfahl mit den roten Pfeilen und dem Mammutbaum da oben. Also der hier. Und da kommt ein netter Weg. Und hier geht's weiter. Also wer hätte gedacht, dass es in Wuppertal so schöne Wälder gibt. Man kennt sich einfach nicht wirklich in seiner Heimat aus. Stelle ich immer wieder mal fest. Also komme ich demnächst nochmal her und laufe dann vielleicht mal so eine große Runde. Schauen wir mal. Es scheint jetzt hier so eine Art Forststraße zu sein oder mehr. Die ist asphaltiert. Also nicht glatt asphaltiert, sondern, na, ihr wisst schon. Da muss man lang. Also ich jetzt hier. Ah, das sieht auch gut aus da hinten. Schön.
Im Internet hieß es so schön, leichte Steigungen. Im Moment habe ich leichtes Gefälle. Prachttanne. Naja gut, die gibt jetzt nicht so viel her. Ups. Es fallen hier immer von den Bäumen irgendwelche Eicheln oder andere Dinge runter. Und ich warte die ganze Zeit, dass mir da was von um den Kopf fällt. Wenn es dann nachher analog wieder bergauf geht, fange ich wieder zu keuchen an wie so eine alte Lokomotive. Aber wenn ihr den Weg gesehen habt zwischen Rheinfähre und Flughafenbrücke, dann wisst ihr auch warum, denn da habe ich es erklärt. Schaut einfach mal vorbei, was ich sonst noch so an Spaziergängen habt. Würde mich freuen, wenn ihr euch für was entscheiden könnt, wenn da was bei ist, was euch gefällt. Und dann natürlich gerne einen Daumen da lassen und abonnieren. Und die Glocke plingen, damit es immer aktuelle Nachrichten gibt, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten, alle 4 Wochen gibt es einen unterwegs. Werbung. Das sieht überhaupt nicht wie ein offizieller Weg aus hier, oder? Und ständig raschelt es hier an den Bäumen und Sträuchern, dass du denkst, da verfolgt dich jemand. Uah. So, hier ist jetzt kein schönes Licht mehr. Schauen wir mal, wie es weiter wird. Ja, ich glaube, der Stand wird nicht mehr benutzt. Dürfte jedenfalls schwierig werden, da hochzukommen. Spannend. Das sieht ja cool aus. Also wenn man jetzt im Hintergrund nicht die Autos hören würde, das ist bestimmt die Autobahn, dann könnte man sich doch echt vorkommen wie im Urlaub in der Steiermark, wo man einen einsamen Bergweg hochgeht. Gucken, kann man das einfangen? Wenn ich es heute Mittag schon geschafft hätte, dann wird es bestimmt noch tolleres Licht geben. Aber
Ich habe es verpennt, also müssen wir mit dem zufrieden sein, was jetzt noch an Licht da ist. Sah ja am Rhein auch nicht schlecht aus. Oh, da habe ich ja gleich ein Schild übersehen. Schau mal hier. Westliche Helmlockstanne. Helmlockstanne, meine Güte. Fürs unbedarfte Auge sieht es auch einfach wie eine Tanne aus. Also für mich jemand, der keine Ahnung hat. Wenn mein Papa jetzt dabei wäre, der wüsste es wahrscheinlich. Der kennt sich mit solchen Sachen so gut aus. Beneidenswert. Aber der stammt auch aus einer anderen Generation, das ist ja klar. Ah, da ist wieder eine Weggabelung. Und da gibt es auch einen roten Pfeil. Von hier aus gesehen sieht es aus nach links. Ah, der sah von oben schöner aus, ne? Da müssen wir lang. So, das war vorhin der Bergabweg. Jetzt kommt der Bergaufweg. Ihr könnt mich ja dabei filmen, wie ich hier hechelnd hochkeuche. Aber das will ich euch nicht antun. Oh ja, jetzt merke ich es so langsam. Oh. Da muss ich doch gerade mal die Kamera ausmachen. Das zieht rein. Also für mich jetzt, ihr wisst warum. So, den ersten Hügel habe ich geschafft. Das sieht auch cool aus. Und auch bei dem heutigen Wetter haben wir das gleiche Problem wie zwischen Rheinbrücke und Rheinfähre und Flughafenbrücke. Man weiß nicht genau, was man ansiedeln soll. Weil selbst jetzt mit der Jeansjacke ist es eigentlich zu warm. Sonst morgens frierst du dir die Hucke ab. Da habe ich eine dicke Jacke gebraucht. Oh Mann. Das schlaucht, aber noch habe ich kein Spray gebraucht. Das ist auch schon mal schön. Und weiter.
Die ideale Station, um was zu trinken. Ups. Während ich gucke, wo ich denn weiter lang muss. Ah, geradeaus. Und für mich gibt's einen Energieriegel. Oh, da geht's wieder bergauf. Also es ist nur ein Hügelchen. Aber für mich ist das momentan tatsächlich ein anstrengender Anstieg. Da wünscht man sich nochmal 30 zu sein. Da gibt es die Colorado-Tanne. Aber der hier zum Beispiel, die hier, die sehen doch auch wieder aus wie Sequoias, wenn man sich die Rinde anguckt. Da zum Beispiel das grüne Blatt besagt Asiabäume. Da gehen wir aber nicht lang. Wir bleiben hier. Oh. Ach, ich weiß, wo wir sind. Da oben parkt mein Auto. Ja, okay. Das war der Arboretum Buchholz. Ein kleiner Rundwanderweg in Wuppertal mit alten Bäumen, die hier irgendwann mal gepflanzt worden sind. Laut Karte sollte man 1,5 Stunden laufen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt gelaufen bin. Mal einen Blick auf die Uhr werfen. Was sagt die? 16:15 Uhr. Ja, dann bin ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gelaufen. Also hält sich in Grenzen. Kann man dann beim nächsten Mal einfach eine große Runde drehen. Dann sieht man auch noch mehr von diesem Wald. War aber trotzdem ganz nett. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. In diesem Sinne sehen wir uns zum nächsten Spaziergang. Ohayou gozaimasu, euer Sarge. Wer sich für Sequoia-Bäume, also Mammutbäume interessiert, der sollte auf die Sequoia-Farm in Nettetal fahren. Da ist es einfach spannender, in dem schönen Park die wirklich gigantischen Mammutbäume sich anzuschauen. Wer einfach nur ein bisschen spazieren gehen möchte mit so ein paar Mammutbäumen, die noch nicht ganz so groß sind, der kann hier ins Arboretum Buchholz fahren, weil hier kann man auch eine Menge spazieren gehen. Also Sequoia, Nettetal, spazieren gehen, Arboretum. Ja, so würde ich das sehen.